Liebes Tagebuch. Ich, Cao Cao, halte mit meiner Armee gerade Rast zwischen den wunderschönen Feldern Chens. Bin kurz davor, das Han-Kaiserreich aus unserer Provinz zu verscheuchen und habe nun ein wenig Zeit, dir zu schreiben. Wie du dir sicher denken kannst, waren die vergangenen Monate sehr ereignisreich. Deswegen will ich dir erzählen, was mir so alles widerfahren ist. Alles begann 190 nach Christus. Das Wetter war denkbar schlecht und ein gewisser Yuan Huan kampierte nahe unserer kleinen Ortschaft. Also ritt ich zusammen mit Xiao Dun und einer Streitmacht diesem Huan entgegen. So eine Provokation durfte nicht unbestraft bleiben. All meine Soldaten gegen die Popeltruppe von Huan bei diesem Regen in die Schlacht zu schicken, hielt ich anfangs für keine gute Idee. Es mussten ja nicht unbedingt alle nass bis auf die Knochen werden. Ich entschied mich dennoch dafür und zu meinem Erstaunen freuten sich die Männer auf diese Auseinandersetzung. Einige hatten sogar Regenhosen angezogen. Mein edles Schlachtross Pferdi übrigens auch. Nach einem kurzen Geplänkel der Bogenschützen gab ich den Befehl zum Ansturm. Huan schrie wirr über das Schlachtfeld hinweg und forderte mich zu einem Duell heraus. Warum denn eigentlich nicht? Wenn er unbedingt wollte? Inmitten unserer Krieger war es dann soweit. Es fühlte sich gut an, dem Feind im ehrenhaften Zweikampf die Visage zu modellieren. Huan schlug sich besser, als ich erwartet hatte, aber da meine Erwartungen derart niedrig waren, war dies nicht verwunderlich. Dennoch knüppelte ich ihn mit Leichtigkeit in den matschigen Boden. Die Krieger jubelten, also meine. Die von Huan nicht so, denn ihnen war klar, dass sie nun, Achtung Wortwitz, Reißaus nehmen mussten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Sieg voll und ganz uns gehörte. Auch Pferdi freute das. Nach diesem Triumph schlug ich ein Lager auf, sodass sich die Männer ausruhen konnten und kümmerte mich um die Reichsverwaltung. Neben dem Ausbau unserer Ortschaft schloss ich einen Handelspakt mit unserem netten Nachbarn Liu Dai. Annehmbare Bedingungen. Mein Augenmerk fiel auf einen Nutztierhof südöstlich unseres Lagers. Es war ein gutes Ziel für unsere Expansion, aber Han-Truppen bewachten ihn und unsere Streitmacht wäre für einen direkten Schlagabtausch zu klein. Also rekrutierte ich neue Männer. Eine Einheit Bogenschützen und eine Einheit Säbelinfanterie. Nun hieß es abwarten, bis die Männer ihre Ausbildung abgeschlossen hatten. Der Winter kam und verging. Im Frühling lag es an mir, eine neue Reform zu verabschieden, um unserem Volk eine strahlende Zukunft zu gewähren. Alles klang verlockend, doch letztendlich entschied ich mich für währungsbasierte Wirtschaft, was neue Gebäude und 10% mehr Einkommen aus Handel bot. Im Sommer waren unsere Truppen zwar noch nicht vollständig ausgebildet, doch ich brannte auf einen Kampf, also marschierten wir gen Südosten, um den Hof zu umstellen. Es dauerte nicht lange, da wollten die Han-Truppen sich befreien. 3000 von ihnen standen 2000 von uns gegenüber, aber ich hatte Vertrauen in meine Fähigkeiten und die meiner Soldaten, also stellte ich mich diesem Kampf. Die große Rote Armee sah bedrohlich aus, wie sie dort auf uns zumarschierte. Um diese Übermacht zu besiegen, musste ich intelligent handeln. Ich entsandt also meine Reiter auf einen nahegelegenen bewaldeten Hügel, um von dort aus auf eine Chance zu lauern, dem Feind in den Rücken zu fallen. Als der Feind in Reichweite der Bogenschützen war, feuerten wir aus allen Bögen. Sun Yu wollte den ehrenwerten Xiao Dun herausfordern, doch heute hatte keiner wirklich Lust auf ein Duell. Die Feinde ließen sich eine Weile munter beschießen. Ich konnte aufgrund der ganzen Fahnen aber nicht wirklich sehen, ob wir was trafen. Als beide Infanteriereihen im Nahkampf verwickelt waren, war es an der Zeit, mit den Reitern Chaos über die gegnerischen Bogenschützen zu bringen. War das ein herrlicher Anblick. Es war dennoch ein harter Schlagabtausch.
Kurz sah es sogar so aus, als würden meine Soldaten den Kampfgeist verlieren. Das Ergebnis der Schlacht hing am seidenen Faden. Durch gezielte Angriffe der Reiterei in den Rücken der Nahkämpfer wendete sich das Blatt aber wieder zu unseren Gunsten. Panik brach aus und wir mussten nur noch die fliehenden Feinde, überzeugen, mit uns zu kommen. Xiao Dun kümmerte sich um den gelben Xun Yu und der Sieg war unser. Der Hof gehörte von nun an uns. Übernehmen die Siedlung. Xiao Ren und meine Frau Lady Bian erhielten die Aufträge in der Komturei für Ordnung zu sorgen und die Produktivität zu erhöhen. Übrigens konnte mir keiner erklären, warum alle Männer am Hof nahezu gleich aussehen. Ich kann mir doch Namen und Gesichter so schlecht merken, da hilft das nicht wirklich. Wo war ich? Ach ja, bis zum Winter bauten wir den Hof aus, errichteten Schmieden in Chen, rekrutierten noch ein paar Reiter und waren diplomatisch aktiv. Frieden mit den gelben Turbanen war leicht verhandelt. Annehmbare Bedingungen. Im Frühling 92 zogen wir wieder zurück in die Ortschaft Chen, denn das Ackerland im Norden wollte noch eingegliedert werden. Um den Hof weiter auszubauen, verabschiedete ich die Reform Anreiz gegen Umsiedlung und musste mit ansehen, wie Han-Truppen durch unsere Ländereien streiften. Ich konnte sie nicht erreichen, aber sie schienen nur auf der Durchreise zu sein. Besser für sie. Als die Ernte kam, wurde nicht nur mein Sohn Xiao Xiu geboren, sondern auch die Zeit reif, gen Norden zu marschieren, um Chen endlich wieder unter einem Banner zu vereinen. Angriff! Und nun sitze ich also hier im Lager und schreibe diese Zeilen. Möge die Zukunft Chinas durch uns rosiger sein denn je. Ich muss mich nun um andere Dinge kümmern. Sobald ich wieder Zeit habe zu schreiben, werde ich dir wieder Neues berichten. Dein Cao Cao.